Heute zeige ich euch, wie ihr diese wunderschöne und süße Tasche mit Rüschenalarm näht. Es ist super einfach, macht gleich mit. Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana und heute nähen wir gemeinsam die Yasmin Bag. Nicht erst seit der Netflix-Serie Bridgerton sind Rüschen wieder voll im Kommen, aber bestimmt hat die Serie ein bisschen dazu beigetragen, dass der Trend sich so intensiviert hat. Und so findet man die Raffungen, Rüschen und Volants aktuell an so ziemlich jedem Kleidungsstück, aber eben auch an Accessoires. Das finden wir super und deshalb haben wir die The Yasmin Bag kreiert. Die Tasche gibt es übrigens in zwei Größen, einer kleinen Variante und einer größeren. Da bekommt ihr natürlich dementsprechend mehr unter. Und sie ist auf jeden Fall für Anfänger geeignet im Nähen, also keine Sorge, jeder von euch bekommt es hin. Wenn ihr noch nie zuvor genäht habt, dann schaut euch doch bitte unbedingt erstmal unser Grundlagen-Tutorial zum Nähen an der Nähmaschine an, denn da erfahrt ihr alle Basics und danach kann es dann hier weitergehen. Wir nähen dann Schritt für Schritt jede einzelne Naht zusammen für die Yasmin Bag. Ihr pausiert einfach, wo ihr es braucht, wiederholt auch so oft ihr mögt, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Wenn ihr das DIY-Set für die Yasmin Bag schon da habt, dann kann es direkt losgehen, denn ihr habt bereits alles, was ihr braucht, in der richtigen Menge und in super guter Qualität da. Und ansonsten, wenn ihr zum Beispiel eigene Stoffe benutzen möchtet, gar kein Problem. Ladet euch das Schnittmuster einfach auf unserer Website herunter als PDF-Download oder lasst es euch zuschicken als Papierschnittmuster. Die Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch super gerne dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer zukünftigen Kollektion mehr verpassen. Und dann würde ich sagen, lasst uns mal gucken, was es so braucht für die Yasmin Bag. Viel Spaß! Da brauchen wir natürlich als erstes unseren Oberstoff, dann unser Schnittmuster, eine passende Einlage zum Oberstoff, ein Nähgarn, das farblich passt, 2 Druckknöpfe, ein Stoffetikett ist noch im DIY-Set dabei und ein goldenes Logo-Plättchen. Als erstes müsst ihr euch entscheiden, ob ihr die kleine Variante der Tasche oder die große nähen möchtet. Und je nachdem schneidet ihr dann das Papierschnittmuster an der durchgezogenen oder gestrichelten Linie einmal aus. Ich nähe heute die große Variante und habe hier das PDF-Schnittmuster heruntergeladen und zusammengeklebt. Das ist super einfach, ihr müsst dafür nichts abschneiden an den Blättern, sondern die einfach nur Kante an Kante aneinander kleben. So, und werde deswegen die gestrichelte Linie nehmen. Und auf jedem Schnittteil seht ihr dann noch, wie oft, aus welchem Stoff ihr etwas zuschneiden müsst. Und noch so ein Pluszeichen mit einem Streifen für die Rüschen, der ein Schnittmusterpapier gesprengt hätte und den ihr dann einmal so auf dem Stoff auftragen müsst. Da zeige ich euch gleich, wie das geht. Ich schneide jetzt einmal alle meine Teile aus. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr euren Stoff dazu nehmen und den einmal vorher heiß abdampfen oder sogar waschen, denn wenn er einläuft, soll es jetzt tun. Ich habe ihn jetzt mir einmal in den Bruch gelegt. Wie ihr den legen müsst, das seht ihr bei eurem Schnittbild in eurem E-Book oder Booklet. Und genau so wollen wir jetzt die Teile auflegen. Wenn ihr hier so Cord benutzt, dann hat der eine Richtung, also in eine Richtung, wenn ihr drüber streicht, fühlt es sich ganz weich an, in die andere Richtung stoppeliger. Und ihr solltet jetzt dann bei den Schnittteilen, wenn ihr die auflegt, darauf achten, dass die im Floor liegen. Das heißt, wenn ihr diesen Cord also habt, dann sollt ihr, wenn ihr von der Tasche von oben nach unten streicht, ein weiches Gefühl haben. Und deswegen lege ich jetzt meinen Teil hier andersrum auf, also so nach oben, denn meine Floor-Richtung läuft gerade nach oben. Also wenn ich jetzt streiche über den Stoff hier von unten nach oben, dann fühlt es sich weich an. So, dann gucke ich also wieder auf mein Schnittbild und lege alle Teile so auf den Stoff auf, wie es da angegeben ist für die Größe, für die ich mich entschieden habe. Dann muss ich auch darauf achten, dass die Schnittteile alle im Fadenlauf liegen. Das heißt, der Fadenlaufpfeil liegt genau parallel zu unserer Webkante links oder hier zu meiner Bruchkante rechts. Ich sollte also oben und unten am Fadenlaufpfeil immer mal bis zu einer der beiden Kanten messen. Oder hier sieht man es natürlich auch sehr einfach, wenn unser Teil an den geraden Seiten ebenbürtig mit den Kordstreifen verläuft, dann ist auch der Fadenlauf eingehalten. Ja, und dann, wenn ihr die Teile richtig aufgelegt habt, könnt ihr sie auch feststecken und danach schneiden wir sie noch zu. Alle Nahtzugaben sind bereits im Schnitt enthalten. Das heißt, wenn ihr jetzt zuschneidet mit eurer Stoffschere, dann könnt ihr euch direkt an den Rändern des Papierschnittteils orientieren und einfach möglichst genau darum herumschneiden, ohne noch eine Zugabe hinzufügen zu müssen.
Ja, ihr schneidet ja jetzt 2 Lagen gleichzeitig zu, wenn ihr es so macht wie ich. Das heißt, manche der Schnittteile müsst ihr gleich aber trotzdem nochmal auflegen, denn die braucht ihr 2-mal für jede Seite, also in Summe 4-mal. Und deswegen macht das jetzt bitte auch noch. Und dann zeige ich euch gleich, wie ihr noch die großen Streifen für die lange Rüsche ausschneidet. Dafür platzieren wir uns hier oben einmal die Streifen, genau in den Maßen, wie es auf eurem Schnitt bei dem Pluszeichen zu sehen ist. Und ihr solltet euch jetzt einmal etwas Kreide und ein möglichst langes Lineal dazu nehmen. Ich werde mir jetzt einmal hier im 90-Grad-Winkel von meiner Webkante oder auch meinem Bruch eine gerade Linie machen. Das markiert jetzt das eine Ende. Und so breit wie der Streifen eben für die von euch ausgewählte Tasche ist, könnt ihr dann parallel zu dieser gezogenen Linie eine zweite Linie auf den Stoff malen und dann anschließend auch noch eine in dem gleichen Abstand nochmal weiter oben. Jetzt habt ihr euch also 2 lange Streifen markiert und die könnt ihr einmal gerne zuschneiden. Anschließend müsstet ihr einmal ausmessen, wie breit diese Streifen sind, je nachdem welchen Stoff ihr genutzt habt, und ihn auf die Länge kürzen sozusagen, sodass beide Teile, wenn man sie zusammensetzt, genau die Länge erreichen, wie es auf dem Schnitt angegeben ist. Und dann müsstet ihr noch einmal die Webkanten abschneiden, also nur so diesen äußeren guten Zentimeter, denn den möchten wir nicht mitverwenden. Als nächstes schneiden wir noch die Einlage zu. Auch dazu findet ihr ein Schnittbild in eurem E-Book oder Booklet. Ihr könnt einmal gucken, was die rechte Seite ist und was die linke. Also es gibt eine, die fühlt sich ganz rau an. Die wird später auf den Stoff gelegt, denn das sind die Klebepunkte, die schmelzen. Und dann könnt ihr einmal alle Teile auflegen, auch wieder feststecken mit ein paar Nadeln, wie ihr es also auf eurem Schnittbild seht. Und dann einmal an der äußeren Kante bei den Schnittteilen entlang schneiden, sodass ihr dann alle Teile so oft zugeschnitten habt, wie es auch hier auf den einzelnen Schnittteilen zu sehen ist. Anschließend müssen wir die ganzen Teile dann also bebügeln. Wir legen jetzt unseren Oberstoff, jeweils den wir bebügeln möchten, auf unser Bügelbrett. Und zwar so, dass die linke Seite, also die Seite, die später nicht außen ist, hier zum Beispiel die ohne die Kordstruktur oben liegt. Und die Seite mit der Einlage, wo die Klebepunkte sind, die legen wir jetzt auf den Stoff. Gucken, dass der schön miteinander abschließt. Dann könnt ihr euer Bügeleisen dazu nehmen. Das habe ich auf eine Stufe von ungefähr 2 oder knapp 2 eingestellt. Auf jeden Fall sollte es nicht zu heiß sein. Nicht, dass wir die Einlage komplett schmelzen. Es sollen nur die Klebepunkte schmelzen. Und dann könnt ihr einmal über den Stoff damit fahren, gucken, dass ihr keine Fältchen in die Einlage bügelt. Und auf jeder Stelle, damit ihr sicherstellen könnt, dass die Einlage auch wirklich hält, solltet ihr so 12 Sekunden oder bis maximal 12 Sekunden das Bügeleisen stehen lassen und dann einfach zur nächsten Stelle wandern. Bitte bebügelt jetzt einmal alle Teile, auf denen es steht, so oft wie es da steht, und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn dann alles fertig vorbereitet ist, dann können wir uns unsere beiden Streifen für die Henkel dazu nehmen und oben und unten jeweils um 1 cm umbügeln als erstes, entlang des gesamten Streifens, so wie ich es hier gerade vorbereitet habe. Danach könnt ihr dann den Streifen einmal in der Längsseite in der Hälfte umklappen, sodass die beiden umgebügelten Ecken jetzt aufeinander liegen. Und dann so nochmal über den Streifen bügeln, sodass ihr jetzt eine schöne glatte Kante habt. Und die beiden 1 cm umgeschlagenen Enden, die könnt ihr dann einmal feststecken. Genau so machen wir das den gesamten Streifen entlang, sodass wir den dann gleich nur noch einmal absteppen müssen, knappkantig mit der Nähmaschine. Das zeige ich euch natürlich dann auch gleich. Und dann haben wir nämlich schon mal die Träger vorbereitet. Bitte bereitet das jetzt bei beiden Streifen vor, die für die Henkel sind. Dann nähen wir einmal von ganz vorne hier bis zum anderen Ende. Und apropos Nähen, jetzt müsst ihr eure Nähmaschine vorbereiten und sie einmal einfädeln mit eurem Garn im Ober- und im Unterfaden aufgespult. Wer dazu noch Hilfe braucht, sollte sich auf jeden Fall mal unser Grundlagentutorial nochmal angucken. Da erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst. Ja, und anschließend stellen wir einen Geradstich ein, einen Doppelsteppstich mit einer Stichlänge von 2,5, also der ganz normale Standardstich. Und dann wird genäht. Wir nähen jetzt knappkantig von der zusammengesteckten Kante, die wir auch zuvor umgebügelt haben, entlang. Und das bedeutet nur so 1-2 mm von der Kante entfernt. Am Anfang wird verriegelt, ansonsten nähen wir einmal gerade rüber bis zum Ende, nehmen immer die Stecknadeln raus, wenn wir
einer zu nahe kommen und ansonsten probieren wir einfach, das möglichst gerade zu machen und verriegeln dann auch wieder ganz am Ende. Dann den Faden abschneiden, Nadel und Nähfuß heben und fertig ist die erste Naht. Bitte macht das am anderen Henkel genauso. Dann geht es weiter mit unserem Rüschenstreifen. Wir haben den ja aktuell noch mindestens 2 geteilt und damit wir den zu einem langen zusammensetzen können, legen wir jetzt die Teile rechts auf rechts und werden dann die kurze Kante, also eine davon, zusammennähen, stecken ein paar Stecknadeln und nähen als nächstes gleich im Abstand von 1 cm zu der Kante eine kleine Naht hier rüber. Also nur von hier bis zum anderen Ende. Diese Naht ist keine Kunst. Solltet ihr jetzt aber ein Muster haben, könnt ihr auf jeden Fall darauf achten, dass das möglichst fortläuft, also sich zum Beispiel Streifen oder ein Karo-Muster genau trifft. Und ja, dann verriegeln wir wieder am Anfang und am Ende, schneiden den Faden wieder ab und dann wird gleich erstmal gebügelt. Die Nahtzugaben legen wir uns auseinander, genau so, und bügeln dann einmal drüber. Ihr könnt das Bügeleisen auch jetzt etwas höher stellen, gerne so auf 2 bis 3. Und dann drehen wir uns den Streifen noch einmal um, dass die rechte Seite jetzt oben liegt und bügeln auch von dort noch einmal drüber. Und ihr seht, die Naht verschwindet dann eigentlich schon so gut wie, gerade wenn die später gerüscht ist, wird man die kaum noch wahrnehmen. Als nächstes müssen wir dann unseren einen ganz langen Streifen in der Mitte umfalten und über die umgefaltete Kante bügeln, sodass die schon mal schön platt ist. Denn als nächstes geht es ans Rüschen und Raffen und dafür ist das jetzt essentiell. Also einmal komplett über den ganzen Streifen bügeln, bitte. Es gibt jetzt gleich 2 Varianten für die Rüschen. Eine, die mache ich euch gleich vor, eignet sich aber eher für dünnere Stoffe und eine für dickere. In jedem Fall müssen wir dafür aber einmal die Ecken vorbereiten und dafür nehmen wir unseren Streifen einmal bei den beiden Enden rechts auf rechts, klappen den also einmal um und nähen jetzt einmal diese kurze Kante entlang. Also von der umgefalteten Seite hier bei unserem Stoffbruch bis zu der offenen Kante im Abstand von 1 cm, verriegeln am Anfang und am Ende. So flott geht das. Zack, Faden abschneiden, Nadel hoch, Nähfuß hoch und als nächstes können wir dann hier einmal das Innere nach außen kehren. Hier mit meinem Finger durch die Nahtzugaben, gucke dann hier, dass die Ecke auch schön rauskommt. Ihr könnt auch gerne noch einen Stift zur Hilfe nehmen oder so und dann sollte das so aussehen. Und als nächstes werden wir dann bei den dünnen Stoffen eine Raffung vornehmen mit der Nähmaschine. Dafür stellt eure Stichlänge beim Geradstich jetzt auf 4. Achtung, ich zeige euch jetzt, wie es bei dünnen Stoffen gehen würde. Bei meinem Cord benutze ich die andere Variante, mache es euch jetzt trotzdem aber einmal vor, damit ihr versteht, was ich meine. Wir haben ja jetzt die Stichlänge 4, achten jetzt darauf, dass genug Faden hängt. Wir verriegeln nicht am Anfang und auch nicht am Ende und werden jetzt einmal füßchenbreit, keine Zentimeterbreite, entlang dieser ganzen offenen Kante, also wo die Lagen rechts offen sind, die gesamte Strecke einmal runternähen. Auch am Ende verriegle ich nicht, sondern hebe meine Nadel, gucke, dass ich noch bestimmt so 10-20 cm Faden hängen habe und schneide ihn erst dann ab. Wenn ihr die Variante mit der Naht für dünnere Stoffe mitgemacht habt, macht doch gerne noch eine zweite Naht daneben, zwischen diese füßchenbreite Naht und die Kante, so bei einem halben Zentimeter entfernt, auch wieder Stichlänge 4. Und anschließend könnt ihr dann einen der beiden Fäden, die ihr hängen gelassen habt, also den oberen oder den unteren Faden, festhalten, aber nur einen davon, und vorsichtig euren Stoff nach rechts ziehen, wenn ihr mit links haltet, und zusammenraffen. Bei dünnen Stoffen geht das sehr einfach, gerade auch bei besonders glatten. Bei dickeren Stoffen kommt man da schneller an seine Grenzen, besonders wenn man da eine recht starke Raffung oder Rüsche haben möchte. Also, wenn ihr dünne Stoffe habt, dann macht es jetzt einmal, rüscht es komplett auf die Länge der 3 Seiten, an die wir die Rüschen gleich anbringen möchten. Und ansonsten zeige ich euch jetzt, wie es geht. Wir nehmen dann nämlich einmal unsere Tasche und zwar ein Teil, was mit Einlage beklebt ist, ein großes, und unseren Streifen so wie er ist, also ungerafft dazu, und platzieren ihn jetzt schon einmal auf der Kordseite, also auf der rechten Seite des Stoffs. Wir haben jetzt nur eine Lage von der Tasche dort, lassen 1 cm links frei und legen ihn dann da Kante an Kante an. So wie bei mir, also die Seite mit dem Umbruch zeigt jetzt zum Tascheninneren. Stecken uns da eine Stecknadel und werden jetzt beim Nähen
raffen. Und zwar könnt ihr euch dazu eine kleine Schere, wie eine Stickschere oder eine Pinzette nehmen und ich zeige euch an der Nähmaschine, wie das funktioniert. Wir werden jetzt also diesen langen Streifen erstmal auf eine Lage anbringen. Wenn ihr einen dünneren Stoff habt und der jetzt eben mit dieser 1-2 gerüschten Nähten, die ihr dann gezogen habt, schon gerüscht ist, könnt ihr jetzt einfach rechts auf rechts den Streifen hier genauso anlegen, einmal komplett herumnähen, wie wir jetzt, nur auf das Rüschen eben dabei verzichten. Genäht wird jetzt wieder mit einer Stichlänge von 2,5 und zwar für die ganze restliche Tasche. Dann geht es hier los. Wir haben ja den ersten Zentimeter freigelassen und beginnen dann direkt auf der Rüsche. Und wir arbeiten jetzt mit einem Abstand zur Kante von einem knappen Zentimeter. Und dann nehmen wir uns jetzt unsere feine Schere, zum Beispiel eine Stickschere oder Pinzette dazu und werden jetzt immer von vorne unter den Nähfuß einiges vom Stoff schieben. Einfach so viel wie passt. Das ist so kalkuliert, dass ihr da nicht sparen müsst. Ihr könnt da einfach runterschieben, was geht und euch Schritt für Schritt vornähen. Also ich mache immer so einen Zentimeter, dann schiebe ich mir wirklich wieder so ein richtiges Fältchen Stoff da drunter, nähe wieder drüber. Darauf zu achten ist, dass bei der unteren Lage eben kein Fältchen entsteht, sondern nur bei der oberen, aber da könnte es wirklich jede Menge sein, so wie ich das hier mache. Bei den Rundungen unten an unserer Tasche müssen wir darauf achten, dass wir da besonders viele Kräusel reingeben, denn die klappen sich ja sozusagen später nach außen, jetzt liegen sie ja nach innen und dann sieht es immer ein bisschen weniger aus, als es jetzt vielleicht aussieht, deswegen schiebt da besonders viel Weite gerne rein. Dann kommen wir auch hier zum Ende und wir sollten wieder darauf achten, dass wir auch 1 cm am Ende wieder freilassen. Also dass unsere Rüsche jetzt genau 1 cm vor der Kante endet und dort können wir dann vernähen. Cool, dann haben wir die Rüschen also schon mal auf der einen Seite der Tasche angebracht und das sieht so aus, hier wenn ihr zum Beispiel diesen Kordstoff benutzt und die große Tasche macht. Jetzt müssen wir uns einmal die Rüschen nach innen klappen, sodass wir die Nahtzugaben überall sehen können. Und dann können wir uns das zweite äußere Taschenteil dazu nehmen, also auch das, was mit der Einlage bebügelt ist. Das legen wir dann rechts auf unsere Tasche, das heißt die Seite mit der Einlage zeigt jetzt zu uns, die Kordseite zeigt nach unten. Und wir möchten jetzt einmal die Nahtzugaben überall feststecken und zwar legen wir hier unseren Taschenbeutel ganz oben an. Da könnt ihr auch die erste Stecknadel stecken. Und dann stecken wir einmal ringsherum dieses Teil auf der Rüsche, also beiden Lagen der Rüsche und dem unteren Taschenteil fest. Ich werde mir jetzt hier einmal gucken, dass die Strecken gut aufeinander liegen und ich nirgendwo ziehe. Und auch schaue ich, dass überall die Kanten gut miteinander abschließen. Und dann stecke ich mir ringsherum einfach ein paar Nadeln fest. Schaut auf jeden Fall, dass ihr da keine Lage erwischt, die ihr nicht erwischen möchtet. Also, dass sich die Rüsche nicht doch irgendwie so ein bisschen nach außen dreht, sondern dass wirklich die offenen Kanten, die da ja alle zusammenliegen, nur die sollen außen liegen. Nichts dazwischen. So, und dann können wir hier einmal ein großes U nähen, ganz oben angefangen, bis wir wieder ganz oben hier sind. Genäht wird in einem Abstand von 1 cm zur Kante und ich fange ganz oben an und werde da auch verriegeln. Ich nehme hier schon mal ein paar Stecknadeln raus, nähe los
Und weil ich ja jetzt mit 1 cm Nahtzugabe nähe und zuvor zum Beispiel die Kräuselnaht nur füßchenbreit maximal gemacht habe und eben auch nur bei dem knappen Zentimeter gesteppt habe, werden dann alle Nähte, die wir zuvor gemacht haben, im Innern der Tasche verschwinden. Also von außen sind die nicht sichtbar. Das könnt ihr auch von der anderen Seite dann später einmal kontrollieren, ob ihr da wirklich überall weiter innen jetzt genäht habt als zuvor. Bei der Ecke probiert dann möglichst beide Ecken sehr symmetrisch zu nähen. Achtet auch hier darauf, dass die Rüschen schön ins Innere gelegt sind und alle Kanten miteinander abschließen und probiert dann eine möglichst ordentliche Rundung. Ansonsten geht es dann weiter, bis ihr wieder ganz oben angekommen seid und da könnt ihr dann wieder verriegeln. Ihr seht das vielleicht, ich helfe mit meiner linken Hand beim Transportieren des Stoffes so ein bisschen nach, denn ich habe hier gerade nur einen normalen Nähfuß drauf und ja einen sehr dicken Stoff und gerade hier die Lagen mit den Rüschen sind besonders dick. Also falls ihr habt, nutzt gerne einen Obertransportfuß oder unterstützt ein wenig mit der linken Hand. Jetzt kommt ein total cooler Moment. Wir können dieses Teil hier zumindest schon einmal umdrehen, also unsere Rüschen nach außen holen und dann haben wir unseren ersten Beutel, den äußeren. Da könnt ihr auch nochmal kontrollieren, ob alle Nähte unsichtbar sind, also innen sind, die ihr zuvor gefertigt habt und einfach die Rüschen hier aus eurer gerade gefertigten Naht entspringen. Ansonsten, ja, probiert es doch nochmal, macht noch einfach ein kleines Stückchen auf und näht da nochmal drüber oder so. So sollte das auf jeden Fall jetzt aussehen. Oben ist ja noch der Zentimeter frei und ansonsten kommen da einfach richtig hübsche Rüschen hier aus dieser Tasche. Und auch die Rundungen könnt ihr hier einmal kontrollieren und gegebenenfalls nochmal korrigieren. Als nächstes fertigen wir dann den inneren Beutel der Tasche an. Dazu braucht ihr die beiden Teile, die nicht verstärkt wurden mit Einlage und legt die rechts auf rechts aufeinander. Das heißt hier auch wieder die Kordseiten liegen jetzt zueinander. Dann guckt einmal, ob alle Kanten schön aufeinander liegen und dann stecken wir uns auch hier wieder ein großes U. Aber Achtung, hier bei dem inneren Taschenbeutel lassen wir unten am Rand ein recht großes Stück offen, denn die Tasche müssen wir später durch ein Loch wenden und das soll hier im inneren Taschenbereich stattfinden. Das heißt, wenn ich mir das jetzt stecke, dann markiere ich mir direkt die Position, in der ich es offen lassen möchte. Und zwar werde ich hier meine Rundung gleich noch nähen und sobald es da wieder in das Gerade einläuft, da stecke ich mir jetzt eine Quernadel als so ein kleiner Achtungspunkt, nur bis hier wird genäht und dann lasse ich erstmal das nächste Stück frei. Also hier eine Quernadel, bis dann nicht und die nächste Naht setze ich dann hier an, kurz bevor die nächste Rundung kommt. Und von dort nähe ich dann wieder ganz nach oben. Also nochmal zur Erklärung, ich nähe jetzt bis hier von oben und dann ab hier wieder nach oben. Alles klar, das machen wir jetzt mal. Wir haben hier wieder eine Nahtzugabe von 1 cm, fangen auch ganz oben an, verriegeln dort und nähen dann bis zu unserer gesteckten Quernadel und verriegeln dort wieder. Hier kommt sie schon, ich verriegle davor, schneide meinen Faden ab, hebe Nadel und Nähfuß, nehme mir hier noch die letzte Stecknadel raus. Die Naht ist also komplett beendet und ich fange jetzt hier bei der nächsten Stecknadel an und verriegle auch dort wieder. So, dann braucht ihr einmal die äußere Tasche und die innere noch dazu und auch gleich die Henkel und wir setzen jetzt alles zusammen. Dafür stecken wir jetzt den äußeren Beutel hier in unseren inneren. Dabei ist der innere Beutel, also der später innen ist, immer noch auf links gedreht. Das heißt, die Nicht-Kordseite, also die linke Seite ist jetzt außen. Und bei dem äußeren Beutel, da ist die rechte Seite außen. Sodass jetzt 2 Lagen aufeinander liegen jeweils und die sich mit den rechten Seiten anschauen. Die liegen also rechts auf rechts und wir werden jetzt als nächstes hier oben unsere Kante schließen der Tasche und dabei auch gleich die Henkel einnähen. So, ihr könnt euch dann an den Seitennähten orientieren, da stecke ich mir hier als erstes mal eine Nadel. Die Nahtzugaben liegen dabei auseinander. So. Alles klar, dann könnt ihr schon mal gucken, ob das alles passt, ob ihr da gut genäht habt. Auf der anderen Seite auch einmal die Nahtzugaben aufeinander stecken.
So. Dann könnt ihr im Schnitt einmal ausmessen oder euch hier auch markieren, wo eure Henkel genau angesetzt werden sollen. Die werden also hier platziert. Ein Henkel ist immer für eine Seite und ihr solltet auch gleich darauf achten, dass die sich nicht verdrehen, sondern genau so, wie ich sie hier gerade lege, schön angenäht werden. Also genau so, ihr seht unverdreht. Aber wir platzieren die jetzt zwischen den beiden Lagen, die wir da gleich aufeinander stecken. Also ihr könnt euch die jetzt einmal nehmen, schon mal da reinstecken, also zwischen der inneren Tasche und der äußeren Tasche. Genau dort möchten wir die positionieren. Und durch das Loch, was wir uns unten gelassen haben, können wir dann gleich auch noch mal ein bisschen erfühlen und gucken, dass sich da wirklich nichts verdreht hat. So, wir fangen einfach mit dem einen Ende an und platzieren das jetzt genau dort, wo an unserem Schnitt auch die Henkelposition markiert ist, also genau dort. Ihr seht, unten ist die Lage von der äußeren Tasche, dann liegt der Henkel darauf und darauf dann die Innentasche. Alles klar, dann könnt ihr euch das schon mal feststecken. So, dann greife ich jetzt also hier mit meiner rechten Hand einmal rein, ertaste den Henkel, den ich da gerade gesteckt habe, gucke, ob der schön gerade liegt, dass er auch unverdreht ist und nehme mir dann die andere Seite vom gleichen Henkel und positioniere mir die auf der gleichen Seite der Tasche, nur hier quasi links von den Nahtzugaben und stecke mir den Henkel auch dort fest. Bei einem Muster, zum Beispiel besonders mit Streifen oder halt, wenn es nur Kordstreifen sind oder natürlich karierten Mustern, ist nochmal besonders wichtig auch, dass der Henkel wirklich gerade zusammen mit den anderen Kanten liegt, denn sonst würde man sehen, wenn der irgendwie schräg angenäht werde und das möchten wir nicht. Also gut feststecken, dann auch die Strecke dazwischen, da sind es ja wirklich nur 2 Lagen von der inneren und der äußeren Tasche, zusammenstecken und dann machen wir genau das gleiche auch noch auf der anderen Seite der Tasche und drehen die einfach einmal um. Ja, und dann nähen wir jetzt einmal komplett im Kreis. Genäht wird dann auch hier wieder mit 1 cm Nahtzugabe und im Prinzip ist es ganz egal, wo wir anfangen, denn wir kommen ja sowieso wieder da an. Also sucht euch eine Stelle aus, legt es bei 1 cm Nahtzugabe an und legt los. Ihr könnt auch gerne am Anfang und am Ende verriegeln, ansonsten am Ende nochmal über ein Stück vom Anfang nähen und dann verriegeln. Das geht beides. Ich habe jetzt verriegelt und nähe jetzt einmal komplett drumherum. Und wenn ihr über die Henkel näht, dann versichert euch nochmal, dass alle Lagen wirklich rechts gut miteinander abschließen, euch dann nicht der Henkel irgendwie flöten geht und ihr auch hier die Nahtzugaben schön auseinander liegen habt. Ja, und dann kann es eigentlich komplett drumherum gehen. Ja, ich näher mich also meinem Anfangspunkt, verriegle und schneide den Faden ab. Jetzt kommt auch ein ganz schöner Moment und zwar der, in dem ihr eure ganze Tasche hier durch das Loch nach außen stülpt. Ja, ganz viel Spaß. Jetzt werdet ihr sehen, was ihr da eigentlich gemacht habt, ob die Henkel an der richtigen Stelle sitzen, ob die Innen- und Außentasche zusammengefügt sind und dann gibt es gleich nur noch die letzten Schliffe. Ich habe jetzt auch direkt mit die Innentasche in die Außentasche gesteckt und muss dann jetzt hier über meine Kante, wo wir gerade zuvor als letztes die Naht genäht haben, rüberbügeln, damit das schön platt liegt und ganz glatt aufeinander. Und danach werden wir dann nur noch einmal drüber nähen und das Ganze einmal absteppen von außen, damit sich die Innentasche nicht unschön nach außen kehrt, wenn man sie benutzt. Ja, aber erstmal den ganzen Rand einmal schön umbügeln und einmal komplett drüber dampfen. Diesmal könnt ihr in einem Abstand von 1,5 cm oben die Kante absteppen
Und ich gehe da Seite für Seite vor. Also ich nähe jetzt erstmal die eine, steppe ich komplett ab, denn ich lege mir jetzt die Rüschen einmal komplett weg von der Seite, auf der ich jetzt steppen möchte, und meine Henkel auch schön hier nach rechts, sodass ich die nicht mit nach innen oder nach außen irgendwie unten nähe, und nähe jetzt einfach über die eine Seite der Tasche gerade drüber, bis da die nächste Rüsche dann startet, in dem Abstand von 1,5 Zentimetern. Und dort kurz vor meiner Rüsche, die lege ich mir jetzt quasi zu mir, den Henkel hier wieder nach rechts, kann ich dann also noch einmal verriegeln und setze dann gleich auf der anderen Seite der Tasche komplett nochmal neu an und nähe da weiter. Dann müssen wir noch einmal das Loch in unserer inneren Tasche schließen. Die können wir uns dafür noch einmal hervorholen. Und dann hier einmal die offene Strecke 1 cm auf beiden Seiten nach innen klappen. Ich hole mir dafür hier einfach die Rundung nochmal so einen Ticken nach draußen. So, legen wir das also 1 cm nach innen jeweils. Und dann stecke ich mir die Strecke fest, sodass ich da gleich einmal knappkantig noch drüber nähen kann. Wir nähen jetzt also nur von hier nach dort diese kurze Strecke. Wenn ich hier wieder knappkantig sage, dann meine ich wieder in einem Abstand von 1-2 mm rechts zur gesteckten Kante. Ich verriegle am Anfang und am Ende, gucke, dass ich hier wieder alles eingeklappt habe, wie zuvor gesteckt. Und dann nähe ich da einmal gerade drüber. Dann fehlen wirklich nur noch die letzten Schliffe, also als nächstes unsere Druckknöpfe. Da könnt ihr euch auch einmal hier die Mitte markieren, seht ihr auch nochmal auf euren Schnittteilen. Hier genau innen werden dann die beiden Druckknöpfe angenäht, sodass ihr die Tasche gut schließen könnt. Den einen müsst ihr so rum annähen, dass diese kleinen Stäbchen in dem Loch nach außen zeigen. Und der andere, das ist der etwas dünnere, der hat nur diesen kleinen Nupsi, der dann in dieses Loch mit den Stäbchen gesteckt wird. Ja, dann nehmt euch gerne eine Nähnadel dazu und so eine gute Armlänge von eurem Faden. Und den könnt ihr doppelt nehmen, das heißt in die Fadenenden zusammen einfach einen Knoten machen. Hinter dem Knoten könnt ihr dann die Fadenenden abschneiden. So, dann seid ihr bereit zum Nähen. Dann können wir also mit einer Seite anfangen. Ich lege mir das hier an, nähe dann erst einmal auf der Stelle mit meiner Nadel, bis der Knoten mich stoppt. So, nähe dann noch einmal auf der Stelle, also noch nicht durch den Druckknopf, und gehe dann mit meiner Nadelspitze einmal durch die Schlaufe, die da entsteht. Dann habe ich den Faden vernäht. Und dann gehe ich einfach durch das erste Loch von meinem Druckknopf von unten nach oben, dann durch den Stoff, nur so durch so einen kleinen Millimeter, wieder von unten nach oben und wiederhole das Ganze so 3-4 Mal. Dann gehe ich unterirdisch zwischen meinen beiden Stofflagen, durch den Tunnel sozusagen, in das zweite Loch als nächstes, wenn ich das Gefühl habe, okay, an dieser Stelle ist es schon ganz gut fest. So, hier unterhalb des zweiten Loches komme ich dann wieder raus, gehe dann durch das Loch, nähe hier wieder durch den Stoff ein kleines Stückchen, aber auch ich bleibe hier innen, ich komme nicht bis auf die rechte Seite der Tasche durch, gehe wieder durch das Loch und wiederhole das Ganze ein bisschen. Wenn ich auch hier das zweite Loch schön festgenäht habe, mache ich das genauso mit dem dritten und vierten und anschließend kann ich den Faden dann wieder vernähen. Dafür nähe ich wieder auf der Stelle in meinem Stoff und gehe dann mit meiner Nadel durch die Schlaufe. Dann könnt ihr den Faden abschneiden und das gleiche genauso auf der anderen Seite der Tasche machen. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr natürlich jetzt auch noch das goldene Logo-Plättchen annähen, wenn ihr das DIY-Set da habt. Das platziere ich hier unten rechts auf der Rundung auf meiner Tasche und nähe es an wie einen Knopf und auch wie zuvor mit dem Vernähen. Ich habe also wieder den Faden doppelt, nähe hier erst durch, dann durch die rechte Seite von meinem Logo-Plättchen, gehe da ein paar Mal durch, dann unterirdisch zur linken, nähe die linke Seite noch an, vernähe wieder und dann ist das auch vollbracht. Dann könnt ihr natürlich auch noch gerne innen das Stoffetikett annähen, einfach in den äußeren 4 Ecken mit ein paar Handstichen und dann würde ich sagen, fertig!
Ja, das war es auch schon. Die Yasmin Bag ging ziemlich flott, macht dafür aber super viel her. Ich bin ganz gespannt, wer euch als erstes auf eure neue Tasche anspricht. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht mit euch und als kleine Empfehlung am Rande, super cool wäre es jetzt, passend zur Tasche sich noch einen Buckethead zu machen. Ich verlinke einfach mal das Video. Vielleicht habt ihr Lust auf ein nächstes Projekt und genau, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir gemeinsam nähen, stricken, Makramee machen oder was auch immer. Ja, bis dahin fühlt euch gedrückt, teilt super gerne auch eure Resultate mit dem Hashtag JulianaMatthäusonme und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis bald!